Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video und wie ihr es schon richtig gesehen habt im Thumbnail-Titel Whatever, sind wir heute zusammengekommen, um das allerletzte Mal Bloody zu craften. Wir sind gerade bei einer 359 in a row Fail Serie. Ich muss nur mal kurz gucken, ob ich das letzte Mal auch notiert habe. Ja genau. Also wir haben 2 aus 359 und die letzten... Ne, wir haben 2 aus 409 und die letzten 359 am Stück, die waren alles Fails. Das heißt, wenn heute nichts klappt, knacken wir die 400 Fails in a row. Ich weiß nicht, was der Weltrekord ist, aber ich denke, es wird nicht sehr viel mehr sein. Also ich denke 400 in a row, beziehungsweise was sind das dann, 419 in a row. Ich denke, das ist schon Titel würdig eigentlich. Also ich denke, mit 419 ist man schon im guten Feld, dass man da tatsächlich den Weltmeistertitel bekommen könnte als absolute Shitshow. Und ja, ihr seht schon, die Waffen sind ein bisschen bunt gemischt. Das Problem war jetzt, ich habe keine 120er Waffen mehr gedroppt, hatte aber in Anführungszeichen zu viele Diamonds. Deswegen sind jetzt hier ein paar Jojos und ein paar Big Äxte dabei. Ich würde auch sagen, wir fangen mit den Jojos an. Ehrlich gesagt ist mir das mittlerweile vollkommen egal. Also ob es jetzt klappt oder nicht. Die Waffen sind mittlerweile so günstig. Also ich weiß gar nicht, die günstigste Bloody-Waffe, gut, Slayer ignorieren wir jetzt mal, weil die auch schlecht ist. Aber jetzt so, ja, Executioner, Jojo, selbst Knuckle. Es kostet alles selbst plus 8, teilweise gerade mal noch 250 Mio oder so. Also es ist halt wirklich eigentlich so irrelevant. Kann man sich, also ich hätte mir längst alle Waffen locker kaufen können und hätte weniger Geld ausgegeben als für das Craften. Also für das Craften habe ich an für sich kein Geld ausgegeben, aber halt indirekt. Oder das Geld, was ich nicht verdient habe, dadurch, dass ich gecraftet habe. Whatever. Aber wie schon gesagt, also eigentlich brauche ich sie jetzt auch eigentlich gar nicht mehr. Also das Einzige, was ich halt noch machen muss, ist Red Meteor töten. Aber ich meine, im allerschlimmsten Fall kann ich das noch auf Borodeng machen. Die Quest verschwindet ja nicht. Also das muss ich eigentlich auch nicht unbedingt auf dem FEC-Server machen. Und wenn man das ignoriert, dann brauche ich es auch erst ganz am Ende wieder bei den Coral Island Giants. Und da ist es eigentlich das Gleiche. Sollte ich da meine Charakter nicht gut genug ausrüsten können, also keinen gut genugen DPS haben, Tank haben, whatever, um die Giants solo zu machen, dann halt entweder mit anderen Leuten zusammen oder auch das kann man dann halt einfach auf Borodeng machen. Also an für sich will ich damit sagen, ich brauche eigentlich keine Bloody-Waffen zwingend. Ich hätte sie halt gerne gehabt, um halt die Red Meteor Quest in Anführungszeichen rechtzeitig zu machen und halt überhaupt zu machen. Aber ich meine, jetzt, wie gesagt, wann habe ich angefangen mit Bloody Craften? Vor 1,5 Monaten oder so. Jetzt ist so viel Zeit vergangen. Und man hat sich einfach damit abgefunden. Ich meine, was willst du sonst machen? Ja? Wenn es so oft fehlschlägt, was willst du machen, außer dich damit abzufinden? Und das habe ich jetzt halt eigentlich getan. Und selbst wenn es jetzt noch einmal klappen würde, wir sind jetzt, by the way, schon wieder 30 Fails in a row. Also ich meine, allein diese 60 heute, komplett, wenn man ignoriert, was bisher passiert ist, ne? Allein in diesen 60 müsste eigentlich mindestens eine Waffe erscheinen. Und das ist halt ignorierend, den Fakt ignorierend, dass wir über 300 Fails in a row haben und trotzdem wieder 30 Fails in a row. Es ist echt insane. Also irgendwie glaube ich, mein Account ist verflucht oder so. Ich weiß auch nicht, habe ich die beiden Bloody Äxte müsste ich eigentlich mit diesem Char hier gecraftet haben. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt klappen kann. Kann das überhaupt klappen? Kann man überhaupt Bloody-Waffen craften? Sind wir uns sicher, dass das überhaupt geht? Sicher, dass sie das nicht rausgepatcht haben oder so und nur vergessen haben, das Fenster hier zu deaktivieren? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie es sich anfühlt, eine Bloody-Waffe zu craften. Ich habe keine Ahnung. Uff. Es ist absolut geistesgestört. Da hat man echt das Gefühl, da hat einer in den Code geschrieben, if grüner Jester bloody crafted, always 0% Chance. Noch 10. Das waren einfach wieder 50 Fails in a row. 50 ist eigentlich besser als der Erwartungswert. Also bei 50 erwartet man eine Waffe normalerweise. Im Schnitt natürlich. Bei 60 erst recht. Also auch nicht mehr als eine, also auch immer noch nur eine, aber stehen die Chancen umso besser. 4 Stück noch. Wer jetzt den Like-Button noch nicht gedrückt hat, ist ein dreckiger Hater, by the way. Also bitte einmal den Like-Button drücken. Dankeschön.
2, 1. Das wäre jetzt natürlich sehr passend, wenn es beim letzten noch klappen würde. Tut es natürlich nicht. Ja, ich schätze, damit bin ich nah an den Weltrekord rangekommen mit 419 Fails in a row beim Bloody Craften. Also nochmal, wie gesagt, so vom Ding her würde man mit mindestens 8 Waffen eigentlich rechnen. Ich habe keine bekommen. Ja, das ist schon cool, ne? Vor allem gibt es halt Leute, die haben mit weniger als 100 Tries 4, 5, 6 Waffen bekommen. Und ich mit über 400 keine. Wie gesagt, die ersten beiden ignorieren wir. Die waren ja in den ersten 50. Alles, was danach passiert ist, wenn wir das getrennt davon... Selbst, ey, ganz ehrlich, selbst wenn wir diese ersten beiden Äxte mit einkalkulieren, dann hat mich jede dieser beiden Äxte über 200 Tries gekostet, ja? Also selbst wenn wir das mit einbeziehen, dann war das trotzdem extrem unlucky. Jetzt habe ich 2 Äxte aus, was sind es jetzt, 400, whatever, fast 500. Das ist geistesgestört schlecht. Ja, also ich meine, dass sowas mal passiert, okay. Also ich meine, man kann ja nicht immer mit 50, es ist ja wie beim Schmuck-Upgraden, wie bei allem. Kann nicht immer mit 50 klappen, ja. Mal braucht man 100, mal braucht man 150, whatever. Aber zweimal die 200, das ist geistesgestört unlucky. Also, und das ist echt lustig, weil früher habe ich immer gesagt, also die Bloody-Waffen noch neu waren und so, habe ich immer gesagt, ich finde Bloody-Crafting so sinnlos oder halt so risikoreich, weil was machst du halt, wenn es nicht klappt? Dann ist ja alles weg, so ungefähr. Das war immer so meine Argumentation, warum ich das nie gemacht habe. Und ja, jetzt ist halt einfach nur bestätigt, was ich damals immer gesagt habe. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Damals war es natürlich alles ein bisschen anders. Da waren Bloody-Waffen noch mehr wert. Da waren Bloody-Waffen die besten Waffen im Spiel. Da waren Diamonds viel mehr wert und so weiter und so weiter und so weiter. Also da war es noch ein bisschen ein anderer Hintergrund, kann man sagen. Also da war das Risiko, sage ich mal, größer, als es jetzt auf dem FEC-Server war. Also vor allem diese Crafting-Session jetzt gerade. Ich meine, Diamonds sind literally wertlos geworden im Verlauf des letzten Monats. Aber als ich angefangen habe, da war das noch ein bisschen anders. Also als ich angefangen habe, da hätte man schon noch ein bisschen mehr Kohle damit machen können. Und ja, außerdem hat es auch sehr viel Zeit gekostet, ja, immer die Waffen auszusortieren und hin und her zu traden und so. Es hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Also ich meine, ich hätte auch mindestens ein paar Stunden länger grinden können, wenn ich nicht ein einziges Mal dieses Sortieren und so gemacht hätte. Also es ist alles in einem schon ziemlich ätzend. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, dass es bei euch besser läuft. Also das hier ist, by the way, auch so für mich so nochmal dieser Ausdruck einfach, wie beschissen der FEC für mich läuft. Also es ist bisher, wie gesagt, eigentlich alles schief gegangen, was schief gehen hätte können. Überall, wo man ein kleines bisschen Glück gebraucht hätte, hatte ich Pech. Und ja, entsprechend ist halt auch meine momentane Stimmung, was leider diesen Server angeht. Danke euch trotzdem, wie gesagt, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.